Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute mal auf F21 auf meinem guten alten Battle Mage. Ja, da waren wir schon länger nicht mehr, aber es gibt mal wieder etwas zu zelebrieren hier auf dem Server. Zwar nicht selbst bei meinem Char, der grindet so vor sich hin. Ja, da sind wir immer noch gut am Machen hier, ne? Sparen uns immer noch sehr viele Dungeons auf hier gerade. Lichtwelt ist hier noch 2 Gegner offene. Schattenwelt haben wir hier noch gar nichts weiter gemacht. In der Dauerschleife haben wir auch noch keinen einzigen Gegner angefasst, seitdem die letzten Dungeons rauskamen. Und auch im Sandsturm haben wir noch sehr viele Etagen offen. Das liegt halt einfach daran, dass ich noch so lange hier mir die Dungeons aufbewahren möchte, bis ich dann die Aura-Stufe 400 hier erreicht habe und somit die maximale Aura-Stufe erreicht ist, und dann möchte ich damit zusammenhängt dann auch meinen Push machen und so viele Level wie möglich grinden, weil ich mich vorher sowieso nicht neu equippen werde. Deswegen lohnt es sich für mich jetzt auch momentan gerade nicht wirklich Dungeons zu pushen hier auf dem Account. Deswegen werden die momentan gerade aufgespart, denn ihr wisst ja, je höher man im Level ist, desto weniger XP bekommt man, und deswegen der Sinn bei mir gerade nicht da, Dungeons zu nehmen hier. Aber wenn ich mich neu equippen möchte, und das mache ich halt mit Aura 400 dann das nächste Mal auf dem Account, bis vielleicht mal, vielleicht eine Waffe mal eine neue, aber ansonsten nichts weiter. Ja, wird es noch ein bisschen dauern, und bis dahin werde ich noch mit etwas niedrigerer Stufe ein bisschen bessere XP questen als vielleicht Leute, die schon ihre Dungeons genommen haben. Ja, auf dem Main, da bin ich immer ganz vorne mit dabei, halt so schnell wie möglich alles zu besiegen. So, da ist es mir relativ wumpe, sag ich mal, da würde ich so weit kommen, wie es halt geht. Ja, aber auf den Accounts, wo noch ein bisschen was offen ist, da kann man das dann auch halt eben nutzen. Ja, ansonsten hatte ich darüber jetzt erzählt gehabt, dass wir hier auf dem Server was Besonderes geschafft haben. Bevor wir das machen, zeige ich euch nochmal ganz kurz hier. So sieht momentan gerade mein Schaden aus auf meinem Battle Mage. Ja, gerade gegen Paladine scheppert das natürlich schon ordentlich rein, ne? Und ich scale das Ganze hier 50-50 weiterhin so hoch. Das nur mal kurz dazu. Aber wenn wir jetzt mal hier in die Gilden Ehrenhalle schauen, sind wir mit Rising Phoenix das erste Mal heute tatsächlich auf Platz 4 gerutscht und sind somit über Horizon, wo ja auch mein Main drauf spielt auf dem Server F9. Da ist ja mein Magier, und Horizon, ist jetzt das erste Mal, dass wir seit der Fusion über dieser Gilde stehen, und das ist ein sehr besonderer Tag, weil Rising Phoenix bzw. F21 ja aus vielen Servern auch zusammen fusioniert worden ist, unter anderem internationale Welt 22 bis 30, sind noch ein paar lokale Server drauf, aber jetzt nicht mehr so viel, und insgesamt ist der Server halt mit den internationalen Servern hier drauf halt nicht so alt im Gegensatz zu F9, wo ja wie gesagt mein Main drauf spielt und wo halt eben Leute dabei sind, die schon weit über 10 Jahre dieses Spiel spielen. Deswegen ist es halt umso krasser, dass wir halt eben mit Rising Phoenix jetzt hier halt uns Platz 4 erkämpfen konnten. Ja, ich kann euch das Ganze nochmal kurz zeigen in dieser Statistik hier, beziehungsweise hier in dieser Auflistung. Und zwar haben wir hier die Welten 22 bis 30, ja, und mein Server, auf den ich hier gespielt hatte, war Welt 27 international. Hier ist halt der Battle Mage gelauncht worden, und wir haben hier auch, also wir haben hier quasi 2 Server, wo 2 verschiedene Klassen gelauncht worden sind. Einmal auf der Welt 27 mit dem Battle Mage, und auf der Welt 23 international kam damals der Assassine raus, und deswegen ist F21 hier halt eben auch ein sehr starker Late-Game-Server, weil sowohl der Battle Mage als auch der Assassine sind im Late-Game PvP wirklich sehr, sehr starke Klassen. Und wenn sich halt das zusammen tut, so die stärksten ihrer Kategorie mit den Release-Servern, wo die Klassen eben drauf erschienen sind, so haben wir halt wirklich sehr, 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 sehr krasses Potenzial, PvP-mäßig eine wirklich starke Gilde zu werden, und sind wir halt eben auch. Deswegen Grüße gehen raus hier an die komplette Gilde von Rising Phoenix, ja, und das widerspiegelt sich halt eben hier auch ganz klar in der Rangliste, denn wie ihr sehen könnt, ist das Ganze hier in einem Zeitraum von 2018 erschienen. Ja, meine Welt kam am 28.09.2018 raus, und somit halt eben auch in dem Zeitraum der Battle Mage dann erst. Ne? Und das ist
im Vergleich, sag ich mal, zu den ganzen Late-Game-Servern ist noch nicht allzu lange her. Ja, wenn wir jetzt mal zum Beispiel S31 uns anschauen, da wo halt eben mein Main drauf spielt, das ist halt 2014 gewesen, als S31 ja, released worden ist, und der zählt halt jetzt, ne, das war halt damals der Beta-Server, und mit S31 und der Fusion von F9 wurde halt F9 zum Beta-Server sozusagen, kann man so ihn nennen. Und halt in diesem Zeitraum sind halt sehr viele Welten dort gemerged worden. Und deswegen ist es halt krass, dass wir jetzt halt eben über solch einer Gilde stehen, die schon ja, deutlich ältere Accounts hat. Und da gehen wir jetzt auch mal endlich rein in den Fight. Ja, Rising Phoenix gegen Endgegner Alpha haben wir jetzt hier am Start. Ja, und das ist wirklich ein sehr besonderer Moment, muss ich sagen, für die komplette Gilde hier. Und ich hatte ja schon in der Vergangenheit ab und zu mal ein Video gemacht, wie wir uns hier mit Rising Phoenix in der eHof immer weiter hochgekämpft haben, Rang für Rang immer weiter hochgegrindet, seitdem halt F21 entstanden ist und somit auch hier Rising Phoenix auf dem Server. Ja, hat man wirklich das Gefühl, dass halt ja, die Gilde bzw. halt eben auch der Server nur eine Richtung kannte, und das ist halt ungebremst nach oben. Und jetzt haben wir bisher immer so unser Zenit erreicht gehabt, so auf Platz 5. Ja, und jetzt ist es halt wirklich mal so, dass wir wirklich mal an der Top 3 kratzen. So. Das macht mich wirklich ja, verdammt stolz, muss ich sagen, dass ich auch in solch einer Gilde bin, die halt wirklich so krass performt, international. Ja, das ist wirklich heftig, und deswegen da ja, bin ich sehr gerne drin in dieser Gilde, halt eben auch mit meinem Battlemage, der mir ja auch super viel Spaß macht nach wie vor. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwas gerissen haben. Leider nicht. Ja, das ist natürlich schade, aber einen guten Crit haben wir rausgebracht. Ne? Man sieht ja auch, gegen welche Kaliber hier wir teilweise spielen hier in der Gegnergilde. Ne? Da muss man halt eben beachten, dass diese Gilde halt nicht viel älter ist, so als 2018. Und wie gesagt, dafür Platz 4 weltweit gerade momentan zu sein, ist halt schon crazy, wenn man überlegt, dass das Game schon seit 2009 draußen ist. So, ne, das ist halt krass. Ne? Und deswegen, da sieht man halt eben auch, ja, es ist ein großer Teil an Assassinen hier am Start, es ist ein großer Teil an Battle Mages am Start. Und das zeigt sich halt eben auch ganz klar hier im PvP-Bereich. Und deswegen, ja, denke ich mal, sind wir da ein gutes Beispiel dafür, dass halt eben solche Klassen, auch wenn sie nicht so ganz beliebt sind, vielleicht innerhalb der Community, doch wirklich schon sehr krass nachher im Late Game dann performen können. Deswegen, ja, da lasst euch mal bitte immer nicht so abschrecken von Serverstarts, wenn ihr hört Battle Mage und so, ganz schlecht zum Serverstart, hängt ihr weit hinterher, ne? Bestes Beispiel auf jeden Fall hier die Gilde, ne? Ja, also genau, und hier haben wir nochmal den Kampf dann Rising Phoenix gegen Horizon, ja, was halt wirklich sehr krass ist, weil Horizon halt wirklich die Gilde ist auf F9, mit meinem Main da auf dem Server, die halt eben da krass dominiert, und ja, dass wir jetzt hier Horizon auch das erste Mal dann schlagen konnten, war halt wirklich auch ein schönes Achievement, was wir hier heute ja, wirklich nach Hause tragen konnten, so, und es geht auf jeden Fall mal weiter. Ja, es war immer ein sehr harter Cut gewesen, muss ich sagen, bis zu Platz 5 zu kommen, und dann war meistens immer Schluss dann gegen Horizon. Aber die Kämpfe waren schon wirklich immer trotzdem relativ knapp gewesen, muss man dazu sagen, beziehungsweise wurden die auch immer knapper. Und deswegen, ja, ist auf jeden Fall Potenzial da. Jetzt wird wahrscheinlich der nächste Stepper nochmal irgendwie auf Platz 3 zu kommen oder so. Ja, mal gucken, wie der Kampf heute wird. Ja, mal schauen. Wir sind ja jetzt auf Platz 4. Aber ich denke mal, das wird erstmal in nächster Zeit nichts werden. So, jetzt haben wir erstmal so Platz 4 erobert, jetzt kommt wahrscheinlich der nächste harte Cut bis zu Platz 3, ne, und die Gilden festigen sich halt immer weiter, ne, und wie gesagt, da haben wir halt eben die Spieler, die seit Anfang an dieses Game zocken, die seit 16 Jahren am Start sind und gefühlt fast keinen einzigen Tag verpassen, so, ne. Deswegen, da ist dann halt nochmal ein großer Stat-Unterschied dann da, ja, das stimmt, aber dafür konnten wir uns trotzdem wirklich hier schon sehr weit nach vorne kämpfen, als eine Gilde, die, sagen wir mal so, im Durchschnitt 2018
ihren Ursprung, sag ich mal, fand. Ja, das ist noch nicht so viel. Ja, das sind jetzt 7 Jahre. So, ne? Und dafür haben wir wirklich schon einen sehr, sehr guten Aufschwung hier hinbekommen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Ja, gucken wir uns noch den Fight an hier gegen Horizon. Ja, was hier noch so abgeht, ob der spannend gewesen ist bis zum Schluss. Ich glaube schon. Gerade hier jetzt die Fights gegen ja, auch alle so diese ganzen Leute zu sehen, die ich halt kenne von meinen Main, die ich halt immer hier in der Arena begegne. Ja, das sind alles bekannte Namen für mich hier in der Gilde halt. Das ist so super komisch, das zu sehen dann halt eben als jemand, der bei Rising Phoenix jetzt hier spielt. So. Ja, ist schon sehr, sehr krass. So, und wir sehen jetzt hier, wie wir nur noch 3 Spieler haben und die anderen haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Spieler übrig. Das ist wirklich krass. Ja, also wir haben hier ein 5 gegen 3, wo man meinen müsste, okay, krass, wie soll man da das Blatt jetzt noch wenden? Aber anscheinend müssen wir es ja irgendwie geschafft haben. Hedges haut hier guten Schaden raus, krittet Fredbert nochmal weg, kämpft jetzt hier gegen den Papa 007 nochmal. Ja, ist mir natürlich auch alles ein Begriff. Hedges ist gut am Ausweichen, ja, haut hier nochmal ein bisschen Schaden raus. Jetzt kommt hier Gamersky nochmal. Vielleicht kann er als Magier noch ein paar gute Crit-Treffer hier austeilen. Jo, gegen Warbird schön einen wegge und nochmal Back-to-Back einen Crit nochmal rausgehauen. Jetzt kommt Umbums und das ist natürlich hier die absolute Königsklasse. Also mehr OG-Shit geht natürlich nicht an der Stelle. Wir haben hier einmal Umbums gegen Umbums. Umbums von Rising Phoenix auf F21 gegen Umbums auf F9 bei Horizon. Das ist wirklich der härteste Flex, den du haben kannst, wenn du in der IHOF, ja, in der Top-5-Gilde irgendwo bist und du kämpfst als letzter deiner Gilde gegen letzter der anderen Gilde und du bist quasi dieselbe Person. Holy shit. Ja, das ist wirklich an Flex nicht zu überbieten. Was ein Kampf auch, meine Damen und Herren. Ja, das ist wirklich richtig kranker Shit. Ja, und dann auch noch so ein knappes Battle, so spannend bis zum Schluss. Wow, wirklich ein heftiger Fight, ja. Wirklich GG's an der Stelle. Also mehr geht an der Stelle nicht. Das ist Endgame pur. To is Phyllis, ja, also das ist wirklich krass, das ist crazy, das begeistert mich auf jeden Fall und deswegen mag ich es halt auch eben, neben den ganzen Server-Starts halt wirklich auch krasse Late-Game-Accounts zu haben und zu bespielen, ja, so das mitzunehmen, das zu sehen und so und da irgendwie ein Teil von zu sein, das ist wirklich heftig, ja, und deswegen, ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare. Vielleicht, haben wir ein bisschen Glück und werden noch, weiß ich nicht, irgendwann mal den Kampf Rising Phoenix gegen Phoenix eines Tages sehen. Mal gucken. Ja, aber das ist auf jeden Fall, also wir sind auf einem guten Weg, kann man so sagen. Ne? Bis dahin soll es das soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.